Speed, Crystal oder Meth, moderne Bezeichnungen für ein und denselben Wirkstoff, Methylamphetamin, eine Erfindung aus Deutschland. Die militärische Karriere von Amphetaminen als Aufputsch- und Wegmittel ist ein bisher unbekanntes Kapitel in der jüngeren deutschen Geschichte. In den 30er Jahren sind die Berliner Temmler-Werke auf der Suche nach einem Präparat, das Alltagsbeschwerden lindern und hohe Absatzzahlen erwirtschaften soll. Auf Grundlage des in der Natur vorkommenden Ephedrins entwickelt Temmler ein Medikament, das ein breites Wirkungsspektrum verspricht. Wir haben in unserem Körper auch natürlich Stoffe, die entweder bremsen oder uns antreiben. Und dieses Ephedrin ist eins, was uns antreibt. Und insofern hat man das Ephedrin, also sozusagen die aus der Pflanze isolierte Substanz, nachgebaut. Man wollte sie synthetisieren. Und daraus ist letzten Endes das Amphetamin geworden. 1937 gelingt dem Chemiker Fritz Hauschild der Durchbruch. Er entdeckt Methylamphetamin, das die Firma Temmler noch im gleichen Jahr unter dem Namen Pervitin auf den Markt bringt. Als Mittel gegen Asthma und zur Herz-Kreislauf-Förderung kommt es bei Ärzten und Patienten gut an. Und schnell werden weitere Vorzüge entdeckt. Erhöhung der Konzentrationsfähigkeit, körperliche Ausdauer und das Verschwinden der Müdigkeit. Die leistungssteigernde Wirkung des Pervitin, die rasch bekannt wurde, mag sicherlich gut in die Zeit gepasst haben. Es war eine Zeit, in der durch die Aufrüstung vor allem eine Vollbeschäftigung herrschte, wie man sie so nicht gekannt hatte in den 20er Jahren. Schokolade mit Cola, Koffein und andere anregende Mittel haben schon seit Ende der 20er Jahre Konjunktur. Kurz nach der Markteinführung vertreibt ein Berliner Schokoladenhersteller Pralinen, denen hohe Dosen Pervitin beigemengt sind, und empfiehlt sie gegen Hausfrauendepression. Zur Hebung der Stimmung solle man einfach 3 bis 9 Pralinen essen. In der Militärärztlichen Akademie in Berlin, der obersten Instanz der militärischen Gesundheitsführung, prüft man seit längerem den Einsatz sogenannter Wegmittel. Vornehmlich für den Wachdienst, für den Nachteinsatz motorisierter Kolonnen und für die Leistungsfähigkeit von Offizieren ist die Müdigkeit eines der größten wehrmedizinischen Probleme. Schnell werden die Militärärzte auf Pervitin aufmerksam. In der Akademie führen sie erste Tests an Medizinstudenten durch. Über 2 Tage und eine Nacht müssen die Studenten Aufgaben erfüllen, Ruhephasen einlegen, Wiederaufgaben bewältigen. Sie erhalten Pervitin und Benzedrin, welches ebenfalls ein amphetaminbasiertes Wegmittel ist, weiter Traubenzucker und Koffein. Von allen Mitteln verspricht Pervitin den größten militärischen Nutzen. Neben der Beseitigung des Schlafbedürfnisses führt es auch zu einer Steigerung des Selbstbewusstseins und der Risikobereitschaft. Der Leiter der Militärärztlichen Akademie, Professor Otto Fritz Ranke, empfiehlt Pervitin aus einem weiteren Grund. Um einen Soldaten eine Nacht wach zu halten, werden Kaffeebohnen im Wert von 50 Pfennig benötigt. 4 Tabletten Pervitin kosten nur 16. Auch gesundheitliche Risiken werden von Ranke erkannt. Jedoch heißt es dazu, das Erreichen des militärischen Ziels hat oberste Priorität. Die Gesundheit des Soldaten ist dem untergeordnet. Weitere Tests folgen. Beim letzten wird Ranke von der Wirklichkeit überrollt. Am Tag des Tests, dem 1. September 1939, befinden sich seine Probanden, die Medizinstudenten und Sanitätsfähnriche, bereits auf dem Weg nach Polen. In weniger als 4 Wochen überrennt die Wehrmacht den östlichen Nachbarn. Pervitin ist mittlerweile so bekannt, dass viele Soldaten es privat dabei haben. Grat-, Panzer- und Lastkraftfahrer, Piloten, Infanteristen, Wachsoldaten, sie alle sind mit Pervitin bestückt. Häufig kaufen Truppenärzte die Bestände von Apotheken auf Wehrmachtskosten auf. Einen Befehl aus Berlin gibt es dazu nicht. Eine Kontrolle über die Abgaben fehlt. Der Blitzkrieg war Amphetamin gesteuert. Um nicht zu sagen, der Blitzkrieg war Amphetamin begründet.
Otto Fritz Ranke braucht nun keine Medizinstudenten für Testreihen mehr. Weil sich der massenweise Pervitinkonsum bis zum Oberkommando der Wehrmacht herumgesprochen hat, werden die Truppenärzte zu Berichten verpflichtet. In diesen vermengt sich häufig die Euphorie über den rasanten militärischen Erfolg mit der Euphorie über den Einsatz von Pervitin. Das Mittel wird für kommende militärische Unternehmungen als unverzichtbar erklärt. Bitten um kostenlose Pervitinabgaben erfüllen die Temmler-Werke bereitwillig. Zu Tausenden werden Probetabletten an Angehörige der Wehrmacht verschenkt. Diese Berichte, die Ranke in den ersten Monaten des Jahres 1940 aus dem Polenfeldzug erhält, führen aber immerhin dazu, dass Pervitin im April 1940, also noch vor Beginn des sogenannten Westfeldzugs des Kriegs gegen Frankreich, als planmäßiges Mittel in der Wehrmacht eingeführt wird. Pervitin muss nun nicht mehr privat in Apotheken eingekauft werden, sondern wird zentral von den Sanitätsparks des Heeres verteilt. Die Ausgabe soll unter ärztlicher Kontrolle erfolgen, ein Konzept, das nur auf dem Papier stehen wird. In einer Woche produzieren die Temmler-Werke 5,8 Millionen Tabletten für das Deutsche Reich. Eine Menge, die nicht ausreicht, um die Wehrmacht einzudecken. Die Temmler-Werke werden aufgefordert, ihre Produktionsleistung zu erhöhen. Im April 1940 bestellt die Wehrmacht 35 Millionen Tabletten für den geplanten Feldzug im Westen. Der Westfeldzug ist von Anbeginn ein Krieg auf Zeit. Bei der Losung in 3 Tagen über die Maas zählt jede Minute. Mit hohem Tempo stoßen die deutschen Panzerkolonnen in Frankreich vor. Es ist Mai, diese Panzer haben nur eine sehr unzureichende Lüftung. Es ist eng, es ist heiß, es ist stickig. Der Fahrer muss sich noch auf die unebene Strecke konzentrieren. Man muss gucken, ob man nicht in feindlichen Beschuss gerät. All das, meiner Ansicht nach, scheint nur durch den Einsatz von Pervitin möglich gewesen zu sein. In nur 57 Stunden erreichen die ersten Panzerspitzen den Brückenkopf Sedan. Das hohe Tempo der Panzerkolonnen zwingt die marschierende Truppe zu Tag- und Nachtmärschen. Bis zu 60 Kilometer am Tag müssen zu Fuß zurückgelegt werden. Massenweise geht Pervitin nun an Infanteriedivisionen, um diese Strapazen zu durchstehen. Wenn man mal genauer hinschaut, dann würde ich zunächst mal sagen, dass der Krieg natürlich in vielen Bereichen die Mutter aller Erfindungen ist. Das ist sozusagen etwas, was mit dem Krieg verbunden ist, dass man sich fragt, was können wir tun, um auch die Ausdauer, um auch die Kampffähigkeit, um auch das Durchhaltevermögen von Soldaten zu verbessern und in bestimmten Situationen auch solche Hilfen anzubieten. Man würde fast heute sagen, Doping anzubieten. Im technisierten Krieg des 20. Jahrhunderts ist der menschliche Körper das schwächste Glied der Kette. Pervitin beseitigt diesen Mangel. Jederzeit gefechtsbereit wird zur Formel militärischen Erfolgs. Die britisch-französischen Verbände sind vollkommen überrascht. Fast unberechenbar ist das Tempo der deutschen Truppenteile. Überrascht ist auch die britische Presse, die nach dem Sieg über Frankreich feststellt, die Deutschen nutzen eine Wunderpille. Wir begreifen nicht, dass Churchill nicht nach dem Sieg in Tablettenform greift. Doch so sehr Pervitin auch zum Sieg beigetragen haben mag, die Nebenwirkungen werden jetzt unübersehbar. Hier traten erstmals erkennbar die ersten Fälle von Pervitinabhängigkeiten auf. Das heißt, die Dosen wurden gesteigert, die Dosen wurden täglich eingenommen und man kam zu der Überzeugung, dass Pervitin tatsächlich einen gewissen Suchtfaktor mit sich bringt. Auch erste Todesfälle werden bekannt. Es sind vor allem ältere Offiziere mit Herzproblemen, die hohe Dosen an Pervitin und Alkohol nicht überleben. Das Suchtpotenzial des Medikaments ist so beträchtlich, dass es seinen Gegner im Reichsgesundheitsführer Leonardo Conti findet. Im Herbst 1940 unterstellt er Pervitin dem Rezeptzwang, was aber kaum Auswirkung auf den Absatz hat. Die Zahl der Verschreibungen ist von Anbeginn hoch. Ärzte und Patienten nehmen die Rezeptpflicht nicht ernst. Selbst in Ministerien des NS-Staates ist der Gebrauch von Pervitin an der Tagesordnung. Ernst Udet, prominentes Fliegerass und Freund Hermann Görings, ist im Reichsluftfahrtministerium für die technische Ausrüstung der Luftwaffe verantwortlich.
Maßgeblich ist er an der Entwicklung der Stukas und anderer Bomber der Werke Heinkel und Junkers beteiligt. Der Pilot ist mit seinem Amt heillos überfordert und kann nur durch den verstärkten Einsatz von Alkohol und Pervitin standhalten. Schon zum Frühstück nimmt Udet 6 bis 7 Tabletten. Dennoch befördert Göring ihn zum Generalluftzeugmeister und stattet ihn mit weitreichenden Kompetenzen aus. Nach der Kapitulation Frankreichs gibt es für das Deutsche Reich nur noch einen Kriegsgegner: Großbritannien. Einer möglichen Invasion soll die Lufthoheit über den britischen Inseln vorausgehen. Von Nordfrankreich und Norwegen aus fliegen deutsche Bomberstaffeln ab 1940 verstärkte Einsätze, die nachts tief ins englische Landesinnere führen. Erbittert versuchen die britischen Jagdflieger, die deutschen Verbände abzuwehren. In Sekundenbruchteilen entscheidet Reaktionsfähigkeit und Konzentration über Leben und Tod. Der Start war sehr oft spät, 10 Uhr, 11 Uhr. Dann war man ungefähr um 1 Uhr, 2 Uhr morgens war man über London oder über irgendeiner anderen englischen Stadt. Und da ist man natürlich müde. Und dann, wenn man das merkte, das durfte ja keinesfalls der Fall sein, hat man 1, 2 Tabletten Pervitin geschluckt und dann ging es wieder. Während der Nachtflüge führen monotone Motorengeräusche, Vibration, Sauerstoffknappheit, Kälte und Bewegungslosigkeit zur Ermüdung. Die Wirkung von Kaffee oder Tee hält nur wenige Stunden vor. Methamphetamin dagegen 8 bis 10 Stunden und länger, je nach Dosis. Ich habe ja auch sehr viele Nachteinsätze gehabt. Und der Kommandant muss natürlich immer voll da sein. Und da habe ich dann auch vorbeugend schon Pervitin genommen. Stellen Sie sich vor, der Kommandant ist im Gefecht müde. Ja, ich bitte Sie, das geht nicht. Pervitin unterdrückt nicht nur Müdigkeit, es erhöht die Konzentration, es euphorisiert und stärkt den Siegeswillen. Kaum ein Pilot, kaum ein Bordschütze, der bei langen Einsätzen ohne auskommen möchte. Man verzichtet doch nicht aufs Pervitin, weil es vielleicht etwas gesundheitsschädlich sein könnte, wenn man ohnehin dazu bestimmt ist, in Kürze zu fallen. Und die Verluste werden spürbar höher. Ausgebildetes Personal wird immer seltener. Die Männer sind daher über Monate jede Nacht im Einsatz. Auf Görings Veranlassung werden an die Mannschaften extra Rationen Alkohol ausgegeben, um Motivation und Leistung aufrechtzuerhalten. Neben Alkohol, der ihnen zugeteilt wurde, um sie bei Stimmung zu halten, war es also vor allem das Pervitin, das hier zunehmend auch zu gesundheitlichen Problemen führte. Man sprach damals von dem sogenannten Kanalkoller, der sich vor allem äußerte in Schlaflosigkeit, in Erbrechen und Appetitlosigkeit. Piloten mit Kanalkoller gelten in der Fliegersprache als abgeflogen und werden in Kurheime geschickt. Für etliche ist es eine Entziehungskur. Auch die Royal Air Force ist mit Wegmitteln ausgestattet, mit Benzedrin. Zwar ist es in der Wirkung ähnlich, es ist jedoch längst nicht so effektiv wie Pervitin. Auf diese Unterstützung verzichtet auch Churchill nicht. Die Luftwaffe ist nicht gerüstet, um den Erfordernissen des Luftkrieges über England dauerhaft zu entsprechen. Organisatorische Mängel und eine Kette von Fehlentscheidungen beschleunigen die Misere. Spätestens im Frühjahr 1941 sind die strategischen Schwächen offenbar. Hermann Göring braucht einen Verantwortlichen. Es ist sein Freund, der Generalluftzeugmeister Ernst Udet, der seinen Pervitinkonsum zu diesem Zeitpunkt exzessiv steigert. Udet hält die Anfeindungen nicht aus.
Nach einer durchgemachten Nacht und unzähligen Pervitin-Tabletten erschießt sich Udet während eines Telefonats mit seiner Lebensgefährtin. Der Reichsmarschall spricht zum letzten Male zu seinem alten Kampfgefährten. In seiner Rede nennt er ihn seinen besten Kameraden, der durch seine Taten unsterblich geworden sei. Hitler selbst ordnet ein Staatsbegräbnis an. Offiziell lautet die Todesursache Arbeitsunfall. Zu diesem Zeitpunkt sind deutsche Truppen bereits in die Sowjetunion eingefallen. Nach dem Vorbild des Westfeldzuges rücken Panzerdivisionen erneut in atemberaubendem Tempo Richtung Osten vor und eröffnen eine Front von über 3000 Kilometer Länge, die erst im Dezember 1941 im Schnee vor Moskau stecken bleibt. Das Unternehmen Barbarossa ist ein rassenideologischer Vernichtungsfeldzug, dem Millionen von Menschen zum Opfer fallen werden. Wenn man Berichte von Soldaten liest, die an der Ostfront eingesetzt waren, klingt es manchmal wie Schilderungen aus dem Danteschen Inferno. Die Tatsache, dass sie dann permanent von Toten und Sterbenden umgeben waren, Gräuelszenen gesehen haben, mit denen sie vorher vermutlich niemals konfrontiert waren. Die haben natürlich auch dazu geführt, dass man nicht nur Wegmittel eingenommen hat, sondern auch Mittel, mit denen man sich betäuben wollte. Das war im Grunde genommen auch eine Überlebensstrategie. Als noch im Winter die ersten Gegenoffensiven der Roten Armee starten, kann die Wehrmacht diesen nur mit Mühe standhalten. Die Kommandeure an der Front greifen zu Pervitin, um Stellungen Tag und Nacht besetzt zu halten, und fordern neben Personal und Material weiteres Pervitin an. Gleichwohl klagen sie über die Nebenwirkungen des Präparates. Der entzogene Schlaf des Soldaten müsse dreifach nachgeholt werden. Die Soldaten litten unter Depressionen und Antriebsarmut. Obwohl man sich über die Auswirkungen bewusst ist, bleibt Pervitin die Ultima Ratio, um eine liegend gebliebene Division wieder in Schwung zu bringen, wie es heißt. Für den Feldzug im Osten ist der Verbrauch nicht mehr zu beziffern. Alleine eine Heeresgruppe bezieht nun in wenigen Monaten 29 Millionen Tabletten. Temmler wird vom Oberkommando des Heeres als wehrwichtiger Betrieb eingestuft. Die Produktion wird laufend gesteigert, der Bedarf der Wehrmacht erhöht sich ständig. Bei den Amphetaminen sehen wir, dass sich die Toleranzeffekte relativ rasch einstellen. Man kann im Prinzip sagen, nach 14 Tagen, 3 Wochen, die man diese Arzneimittel einnimmt, beginnt der Körper schon unruhig zu werden und die Psyche unruhig zu werden, wenn man die entsprechende Dosis nicht mehr zuführt oder auch eine erhöhte Dosis. Insofern sind das eigentlich sehr rasch eintretende psychische Abhängigkeiten, die ich beklagen muss. Und das bedeutet einfach auf Dauer, dass die Menschen auch sich ohne diese Mittel eigentlich nicht mehr glücklich fühlen. Die Feldpostbriefe des jungen Gefreiten Heinrich Böll an seine Familie zeugen davon. Liebe Eltern und Geschwister, ich habe jetzt Zeit genug, euch zu schreiben und vor allem Ruhe dazu. Ich bin natürlich hundemüde, denn ich habe letzte Nacht nur 2 Stunden geschlafen und diese Nacht werde ich auch nicht mehr als 3 Stunden Schlaf haben. Aber ich muss jetzt eben wach bleiben. Pervitin wird übrigens bald anfangen zu wirken und das wird mir über diese Müdigkeit hinweghelfen. Vielleicht könntet ihr mir noch etwas Pervitin für meinen Vorrat besorgen? Euer Heinrich. In den Kasernen der Wehrmacht nimmt man Abstand von der unkontrollierten Verteilung des Pervitin. Um seinen Bedarf decken zu können, legt Heinrich Böll, wie viele andere, privat dazu. Nahezu in jedem zweiten Brief bittet er darum. Noch ist Pervitin in den Apotheken frei erhältlich. In Medizinerkreisen werden die negativen Auswirkungen des regelmäßigen Pervitingebrauchs mehr und mehr bekannt. Neben der psychischen Abhängigkeit können Auszehrung, Psychosen, Kreislauf- und Herzversagen die Folge sein. Der Reichsgesundheitsführer Leonardo Conti erreicht am 1. Juli 1941 die Unterstellung des Pervitin unter das Reichsopiumgesetz. Conti, in seinem Amt ebenso mitverantwortlich für Zwangssterilisationen und Euthanasie, will laut eigener Äußerung verhindern, dass ein ganzes Volk unter Rauschgift gerät.
Während er den privaten Pervitingebrauch auf das Strengste verurteilt und das Wohl der Volksgesundheit in den Mittelpunkt rückt, stellt er Pervitin als Mittel zur Leistungssteigerung beim Militär nicht in Frage. Die Wehrmacht bleibt vom sogenannten Opiumgesetz ausgenommen. In der Armee wird Pervitin weiterhin ohne Verschreibungen ausgeteilt. (1943) ist die deutsche Kriegsmarine an den Grenzen ihrer Möglichkeiten angelangt. Das Jahr ist voller Verluste. Das letzte deutsche Schlachtschiff, die Tirpitz, wird im Alta Fjord in Norwegen versteckt. Sie soll britische Seestreitkräfte binden. Mehrere Anläufe unternehmen die Briten, um die von Churchill The Beast genannte Tirpitz zu zerstören. Mit Kleinst-U-Booten setzen die Briten 2-Tonnen-Minen unter den Rumpf des Schlachtschiffes ab, die das Schiff so stark beschädigen, dass es nicht mehr einsatzfähig ist. Hitler befiehlt nach diesem Angriff den Ausbau von sogenannten Kleinkampfmitteln, Kleinst-U-Boote mit 1 oder 2 Mann Besatzung. Die Konstrukteure arbeiten unter Hochdruck, fieberhaft wird improvisiert und eine ganze Reihe von Seekampfmitteln im Rekordtempo entwickelt. Im Schnellgang wird unter Vizeadmiral Haye der K-Verband gegründet, ein geheimes Kommando der Kleinkampfmittel. Für lange Erprobungen und Ausbildung fehlt im Winter 1943 bereits die Zeit. Eines der ersten einsatzbereiten Fahrzeuge ist der Marder, nicht mehr als ein umgebautes Torpedorohr. Nach der Landung der Alliierten in der Normandie schickt die deutsche Marine 60 dieser Boote auf Feindfahrt an der französischen Küste. Alleine in der Nacht vom 7. Juli 1944 kommt von 21 Booten kein einziges in den Hafen zurück. Aufgrund der Treffer und versenkten gegnerischen Schiffe feiert die deutsche Marine die Einsätze dennoch als Erfolg. Doch unter den Besatzungen sind sie als Himmelfahrtkommandos gefürchtet. Rund 2/3 der Besatzungen kommen bei diesen frühen Einsätzen ums Leben. Der Fahrer ist in den Rumpf eingeschraubt, die Kuppel lässt sich nur von außen öffnen. Viele finden den Erstickungstod. Ist der Torpedo abgefeuert und das Boot erkannt, gerät die Flucht in dem langsamen Fahrzeug zum Überlebenskampf. Gefahren wird daher ausschließlich nachts. Die Einsätze in den bemannten Torpedos sind Extremeinsätze. Systematisch wird die Verwendung des Pervitin von der Marineleitung eingeplant. Im Sommer 1944 sucht die Marine deshalb das Konzentrationslager Sachsenhausen vor den Toren Berlins auf. Seit Jahren existiert hier das sogenannte Schuhläuferkommando. Es testet Lederersatzstoffe für die kriegswichtige Schuhindustrie. Die Lebensbedingungen in diesem Schuhläuferkommando sind extrem hart. Bei jedem Wetter müssen diese Häftlinge mit schwerem Gepäck 40 Kilometer laufen. Und noch dazu wurde bei der Auswahl der Schuhe, die sie zugeteilt bekommen haben, nicht auf die Schuhgröße dieser Häftlinge Rücksicht genommen. Sie kriegen irgendwelche Schuhe ausgegeben, müssen damit lange laufen und die Todesrate in diesem Schuhläuferkommando war extrem hoch. Die SS schickt also nur Häftlinge in dieses Schuhprüfkommando, die sie besonders bestrafen will. Es gilt weithin als Vernichtungskommando. Die Opfer, gerade ältere und geschwächte Häftlinge, sterben durch Prügel der SS ebenso wie durch Entkräftung. Der damals 15-jährige Tadeusz Krodecki ist einer der wenigen Überlebenden. Niemand hat sich gefragt, ob wir es aushalten oder nicht. Man marschierte bis zur Mittagspause, dann Mittag gegessen und dann wieder marschieren. Abends zurück zur Prüfstelle, Schuhe abgeben, eigen anziehen und zum Appell anrücken. Glücklicherweise musste ich nicht jeden Tag. Denn wir gingen der Reihe nach, so ungefähr 3-4 Mal in Woche habe ich doch Teil dran genommen. Einfach war es nicht. Auf dem Rücken einen Sack mit 25 Pfund Sand beschwert, laufen die Häftlinge den ganzen Tag um den Appellplatz, 40 Kilometer täglich auf steinigem Parcours.
Im Herbst 1944 wendet sich die Marine daher an die SS, an Heinrich Himmler, um die Erlaubnis für physische Belastungstests in einem Konzentrationslager zu erwirken. Der Marinearzt Dr. Hans-Joachim Richard, zuständig für das Kommando der Kleinst-U-Boote in Wilhelmshaven, stellt mit der SS eine Gruppe jüngerer Häftlinge zusammen, die trotz ihrer Entkräftung physisch noch am ehesten mit den Soldaten der Marine vergleichbar sind. Als ich dort kam mit den anderen, bekamen wir ein paar Pillen zum Schlucken. Das heißt, wir bekamen sie nicht in der Hand. Der SS-Mann steckte die Pillen jedem in den Mund direkt. Und dann sind wir zum Schuhprüfstelle gegangen, haben wir die Schuhe bekommen, Rucksäcke mit Sand belastet. Und dann wurden wir an die Strafkompanie, die hier marschierte, angeschlossen. Am Abend sind wir ins Revier gerückt. Da konnten wir nichts essen, nichts trinken, nicht mal hinsetzen, nur urinieren. Dann nach dem Appell sind wir die ganze Nacht marschiert. Dann den nächsten Tag, alles wiederholte sich auch mit dem Appell und so weiter. Bis am Abend sind wir eingerichtet ins Revier, im Krankenhaus. Dort wurden wir wieder untersucht. Ganze 4 Tage und 3 Nächte ist die sogenannte Pillenpatrouille unterwegs. Nachts wird für die medizinische Untersuchung eine Rast von einer halben Stunde angelegt. Die Angst vor tödlichen Menschenversuchen ist groß, denn welche Mittel die Häftlinge nehmen, wird ihnen von Dr. Richard nicht gesagt. Es sind Kombipräparate, Pervitin mit Koffein und Kokain. Die Häftlinge laufen 80 Stunden und mehr, bis auf einen, der seinen Pervitin-getränkten Kaugummi versehentlich verschluckte und vorzeitig einschlief. Doch warum testet die Marine Pervitin Ende des Jahres 1944, wo doch die Wirkung bereits hinlänglich bekannt war? Man ist natürlich bemüht, die geringstmögliche Dosierung, die aber das bestmögliche Ergebnis zeitigen soll. Und ein zweiter Punkt ist, dass es auch darum geht, einfach diese sehr starke körperliche Belastung, ob sich verstärkte Nebenwirkungen dieser Präparate zeigen, wenn sie unter sehr starker körperlicher, physischer Belastung genommen werden. Für die Marine steht als Ergebnis fest, Pervitin ist und bleibt das wirksamste aller leistungssteigernden Mittel und ist für den Einsatz der Kleinst-U-Boote unverzichtbar. Ende Herbst 1944 wird der erste Seehund trotz des enormen Zeitdrucks und der immer schwieriger werdenden Materiallage fertiggestellt. Gesteuert wird das Kleinst-U-Boot von 2 Mann Besatzung. Außer 2 Torpedos hat es keine Bewaffnung. Doch noch kann niemand die Boote bedienen. In Neustadt an der Ostsee sammelt Vizeadmiral Haye Freiwillige, die sich zur Ausbildung beim K-Verband gemeldet haben. Es sind zumeist junge Marinesoldaten ohne jegliche U-Boot-Erfahrung. Laufend werden Veränderungen an den Booten vorgenommen. Die Unerfahrenheit und die komplexe Bedienung wird in Übungsfahrten schnell zur tödlichen Gefahr. Einige überleben die Ausbildung nicht. Die zukünftigen U-Boot-Fahrer wie Fritz Meyer werden für die geplanten Einsätze an den Schlafmangel und die Einnahme von Pervitin gewöhnt. Wir mussten hier 2 oder 3 Tage, konnten wir hier in der Offiziersmesse uns unterhalten. Wir konnten eigentlich alles, was wir wollten. Wir konnten das Skat spielen. Wir durften nur eins nicht machen, wir durften nicht einschlafen. Und da wurde uns damals auch schon ein Mittel, ich erinnere mich auch an den Namen, Pervitin, angeboten. Kriegten wir so, wenn wir wollten. Ende Dezember 1944 ist es dann soweit.
30 Boote werden in Wilhelmshaven mit Torpedos bestückt und weiter nach Holland in den Industrievorort IJmuiden bei Amsterdam verbracht. In IJmuiden wird die frisch ausgebildete K-Flottille innerhalb weniger Tage auf den ersten Einsatz eingeschworen. Der erste Einsatz der Seehunde war am 1. Januar 1945. 18 Boote sind ausgelaufen. Von den 18 Booten ist ein Boot vor dem Auslaufen IJmuiden auf eine Mine gelaufen und in die Luft geflogen. Das heißt, 17 haben den Hafen ganz verlassen. Von diesen 17 sind nur 2 zurückgekommen. Eins davon war mein Boot. Der Einsatz war noch ein sogenannter Rudeleinsatz. Wir hatten ein gutes Wetter vorausgesagt bekommen. In Wirklichkeit war es ein sehr schlechtes Wetter. Gegen die stürmische Nordsee der Wintermonate sind die Besatzungen nicht gerüstet. Auch bei weiteren Einsätzen entstehen katastrophal hohe Verluste. Die genauen Ursachen bleiben ungeklärt. Nur wenige der Boote werden von den Alliierten aufgebracht. Versagen der Technik, Fehlbedienung durch die Mannschaft, Kohlenmonoxidvergiftung, feindlicher Beschuss oder schlicht das Abtreiben der Boote können die Ursachen sein. Außer einem Kompass sind kaum Navigationsgeräte an Bord. Fahrten sind in der Regel über Wasser und damit nur nachts möglich. Für Tauchfahrten gibt es einen Elektromotor, der aber nur eine geringe Reichweite hat. Die Gefahr vor Entdeckung zwingt die U-Boot-Fahrer tagsüber am Grunde der Nordsee zu liegen und zu warten. Qualvolle, ermüdende Stunden in dem kleinen Boot, in dem die Besatzung lange kein Tageslicht zu sehen bekommt. Ja, von wegen hin und her gehen oder schlafen. Ja, man kann natürlich auch im Sitzen einschlafen. Ne? Aber das war nicht gut. Das war auch nicht für unsere Sauerstoffversorgung. Also das wäre auf keinen. Das könnte tödlich sein, ohne Feindeinwirkung, wenn man da unter Wasser einschläft. Kann man nicht mehr aufwachen manchmal. Ein Blick in die Mittelsektion eines Seehundes während seiner Restaurierung im Militärhistorischen Museum in Dresden zeigt die beengten Verhältnisse des Kleinst-U-Bootes. Der Sauerstoff im Fahrzeuginneren reicht bei 2 Mann Besatzung für gerade mal 45 Minuten. Die Kontrolle des Sauerstoffgehalts erfolgt manuell und auch das Nachpumpen des Sauerstoffs muss per Hand gemacht werden. Die Gefahr der Kohlendioxidvergiftung ist hoch. Der Seeoffizier und der Ingenieuroffizier mussten ja praktisch ohne Schlaf sein, wach bleiben. Denn wenn einer einschläft, dann hält einer andere das alleine auch nicht mehr aus. Waren die Einsätze ursprünglich für 2 bis 3 Nächte vorgesehen, dauern diese kriegs- und witterungsbedingt bedeutend länger. Oftmals sind die Schiffe 5 bis 7 Tage und Nächte unterwegs und die eingesetzten Marinesoldaten froh, den Heimathafen überhaupt lebend zu erreichen. Trotz enormer körperlicher Anstrengungen sind es militärisch wenig effektive Maßnahmen, die das Ende des Krieges nicht aufhalten können. Um die letzten körperlichen Reserven aktivieren zu können, ist der Einsatz von Pervitin unverzichtbar. Mit 5 Nächten kam ich nicht mehr zurecht. Und dann habe ich auch zum Pervitin gegriffen und ich konnte wach bleiben. Allerdings nicht immer zu meinem Guten. Und als ich dann meinem LI Kommandos gab, der konnte ja nichts sehen, der war ja vollkommen auf mich eingestellt. Also wenn ich sagte, guckte auf Seerohrtiefe und guckte, dann sagte ich beispielsweise Hartsteuerbord, Stoppmaschine und dann wieder Maschine halbe Fahrt und Hartbackbord und dann noch, Mensch, was machst du denn? Ich sag, wieso? Ja, Mensch, du gibst mir so komische Kommandos und er erzählte mir das. Da wurde mir auf einmal klar, ich sagte ihm dann, ja, ich habe gedacht, ich fahre jetzt hier durch die Straße, aus den Fenstern winken die Mädchen und so, also so richtig kokolores und Quatsch. Ne? Und das waren, aus meiner Meinung nach, waren das negative Auswirkungen dieser Pervitineinnahme. Überdosierungen sind Folge der schnellen Gewöhnung und keine Seltenheit. Auch ein anderer Kommandant berichtet von der Pervitineinnahme. Wir fühlten uns irgendwie überglücklich und fast gewichtslos. Die beleuchteten Armaturen im Boot, Kompass, Uhr,
schienen Form und Größe zu verändern. Alles erschien in unwahrscheinlichen Farben. Und dazu hörten wir fantastische Musik. Als ich als letzter nach oben kam, sah ich, wie der leitende Ingenieur die Borduhr wie einen Diskus ins Wasser schleuderte. Auch alle anderen Dinge, Proviant, Pullover, Seekarte, hatte er ins Wasser geworfen. Auf meine Frage, warum er das täte, gab er zur Antwort: Zum Untergehen brauchen wir die nicht mehr. Im April 1945 tobt in Berlin die letzte große Schlacht des Krieges. Um die täglichen Luftangriffe abwehren zu können, rekrutiert die Wehrmacht Personal aus der Hitlerjugend. Weil wir jede Nacht 4-5 Stunden an der Waffe waren wir total übermüdet. Wir waren immer müde. Nebenbei haben wir am Tag noch Unterricht gehabt und der Schulunterricht ging ja weiter. Aus Schulklassen werden Kampfverbände. Später waren ja auch am Tag schon Angriffe. Sobald ein Angriff war, dann waren wir an den Geschützen oder an den Geräten. Wurde auch der Unterricht sofort abgebrochen. Ja, die Lehrer gingen dann in einen Bunker rein mit einem Stahlhelm auf und wir waren an den Geschützen oder an den Geräten. Gegen die Strapazen an der Flak wird den Schülern per Befehl Pervitin verabreicht. Jeden Abend haben wir das bekommen. Abends mit der Abendverpflegung, danach, wenn wir gegessen haben, kam der UVD durch. Und dann haben die Kommandogeräte und die vom Messgerätbesatzung mussten dann, entweder haben wir diese Fliegermarzipan bekommen, mussten das essen, oder die Tabletten, die mussten wir dann gleich schlucken, unter Aufsicht. Das konnte man nicht verweigern. Ungefähr 14 Tage nach unserem Einziehen waren bereits 8 von uns tot. Eine Feuertaufe, wie sie nicht schlimmer sein konnte. Da man alles leichter nimmt, nimmt man vielleicht auch den Tod eines Kameraden leichter. In der Schlacht um Berlin ist Siegfried Tonn bei den letzten kämpfenden Einsätzen dabei. Während sich der Munitionsvorrat dem Ende zuneigt, bleibt Pervitin bis zum letzten Moment verfügbar. Am 8. Mai 1945 endet der Krieg. Auf den Kriegsschauplätzen verloren mehr als 55 Millionen Soldaten und Zivilisten ihr Leben. Tausende, die nun aus dem Krieg zurückkehren, bringen nicht nur ihre Erlebnisse, sondern auch ihre Abhängigkeit mit. Morphium und Pervitin werden zu einer gefragten Schwarzmarktware. Doch die militärische Karriere von Pervitin ist noch lange nicht vorbei. Mitte der 50er Jahre werden die beiden deutschen Nachkriegsarmeen gegründet, Bundeswehr und Nationale Volksarmee. Unversöhnlich stehen sich die beiden Armeen im Kalten Krieg gegenüber. Von Anbeginn wird Pervitin sowohl im östlichen als auch im westlichen Militärbündnis für den Ernstfall eingelagert. In der Bundeswehr wird Pervitin als zentraler Versorgungsartikel bevorratet. Bis Anfang der 70er Jahre wird es für den Ernstfall bereitgehalten. Es ist aber auch Bestandteil der Zusatzverpflegung von Fallschirmspringern und wird gelegentlich bei Übungen ausgegeben. Das Pervitin war in der Springer-Zusatzverpflegung enthalten und die war in einer Plastiktüte, die vom Spieß oder vom Versorgungsunteroffizier ausgegeben wurde. Ich weiß aber, dass zum Beispiel bei einem Kameraden 1964 die Panzerfahrer vor Übungen eine Rolle mit Pervitin-Tabletten bekommen haben, die aber nur auf Befehl genommen werden durften. Auch in der Nationalen Volksarmee sieht man kein Problem darin, Pervitin für den Ernstfall bereitzuhalten. Pervitin wird ganz offiziell in die Dienstvorschriften der NVA aufgenommen. Bei den Luftstreitkräften der NVA wird das Pervitin an das fliegende Personal, also an die Piloten, ausgegeben. Bei der Luftwaffe, also bei mehreren Wiederholungsstarts oder längeren Bomberflügen, war das ähnlich wie die Coca-Cola dazu angetan, die Müdigkeit auszuschalten.
Bei der NVA war es wirklich nur für den Notfall vorgesehen, wenn der Pilot aufgrund einer Havarie aussteigen musste, dass er dort noch die Chance hatte, etwas länger handlungsfähig zu bleiben. In den russischen Mix der NVA wird die Bordapotheke ausgetauscht. Das Pervitin kommt dabei zeitweilig aus der NVA-eigenen Fabrikation in Königsbrück. Bis 1975 stellen die Luftstreitkräfte dort militäreigene Pervitin-Kapseln her, die sie schließlich durch Aponeuron ersetzen. Ja, das Aponeuron hat nachher das Pervitin abgelöst und das ist ja in den 70er, 80er Jahren genommen worden gegen Unlust, gegen Narkolepsie, in gewissem Maße auch bei Depressionen oder Aufmerksamkeitsdefiziten. Und wir haben es aus dem Grund genommen, weil es in der Wirkungsweise dem Pervitin am nächsten kam und nicht der Betäubungsmittelverschreibung unterlag. Das war also ein Kompromiss. In anderen Truppenteilen wird dieser Kompromiss nicht geschlossen. Der Verbandmittelsatz von Spezialeinheiten und Grenztruppen ist noch bis 1988 mit Pervitin bestückt. Wachhaltemittel, die helfen sollen, jeden Republikflüchtling ausfindig zu machen. Bis 1988 ist Pervitin auf dem bundesdeutschen Markt erhältlich. Dann verlängert Temmler die Lizenz nicht mehr. Etliche Nachfolgeprodukte lösen das Amphetaminpräparat ab. Aponeuron oder AN1 sind nur einige Abkömmlinge, die beim Militär zur Leistungssteigerung genutzt werden. Im Wettlauf mit dem Gesetzgeber ist es nur eine Frage der Zeit, bis auch sie unter das Betäubungsmittelgesetz fallen. Methylamphetamin kursiert heute wieder auf dem Schwarzmarkt, besser unter den Namen Speed oder Crystal bekannt. Wir hatten in den 70er, 80er Jahren die beruhigenden Mittel, die Benzodiazepine, das Valium und ähnliche. Und wir haben in der Zwischenzeit seit Mitte der 80er Jahre auch gesellschaftlich Substanzen im Markt, die sehr stark in den Vordergrund die Individualität setzen, das Aktive, das Attraktive, das sozusagen die Möglichkeiten fördern, sich auch darzustellen und kämpferisch zu sein. Und ich glaube, darum ist das, was da in der Armee passiert, gar nicht so wahnsinnig unterschiedlich von dem, was uns auch in der Gesellschaft gepredigt wird. Wir müssen uns um uns selber kümmern und wir müssen sozusagen immer wieder an die Grenzen gehen und darüber hinaus, um auch in der Leistung zu bestehen. Und dabei helfen offensichtlich Arzneimittel. Vor dem Hintergrund wachsender Belastungen in den Auslandseinsätzen haben sich Wehrmediziner der Bundeswehr Gedanken über die Wiedereinführung von leistungssteigernden Arzneimitteln gemacht. Im Sommer 2007 hat der aus unabhängigen Wissenschaftlern bestehende Wehrmedizinische Beirat dazu Folgendes empfohlen: Die Einnahme von Arzneimitteln zwecks Verminderung eines Abfalls der psychophysischen Leistungsfähigkeiten kann als Ultima Ratio unter bestimmten zeitlich und inhaltlich klar definierten Bedingungen akzeptiert werden. Eine solche Einnahme darf allerdings nur unter einsatzmedizinisch kontrollierten Bedingungen erfolgen.